Moin Leute, ich schaue Move an VR. Ich bin Mo Tensen. Der Black Friday ist jetzt auch bei der Pico angekommen und wir haben mehrere interessante Sachen. Erstmal gibt es im Store einen großen Sale zum Black Friday, kommen wir gleich zu. Denn vorneweg gibt es auch noch ein sehr interessantes Bundle. Leider nicht für Leute, die schon eine Pico haben, sondern die sie sich jetzt erst holen. Wenn ihr euch nämlich anmeldet vom 24. bis zum 30. mit eurer neuen Pico, also wenn ihr die Pico das erste Mal aktiviert, dann bekommt ihr 3 kostenlose Spiele dazu. Ja, das ist ganz nett. Das ist eine Black Friday Aktion und zwar ist das eine Ruins Magus. Das ist so ein Japano Dungeon Crawler, ist ganz niedlich. Habe ich schon mal reingeguckt. Könnt ihr euch mal gucken. Hier müsste es ein Testvideo geben. Dann gibt es Les Miles Body Combat. Das ist für die Fitness. Soll auch sehr gut sein. Ich habe selbst noch nie ausprobiert. Und zum Schluss auch noch das fantastische After the Fall, was ich wirklich selber auch richtig krass suchte, was ich sehr, sehr geil finde. Das sind, ich rechne das mal kurz zusammen, also Ruins Magus kostet 35 Euro, After the Fall 40 und Les Miles Body Combat 30 Euro. Ihr spart also 70, Alter, das sind 100 Euro in Games. Wow. Okay, also ihr spart tatsächlich 100 Euro in Form von Spielen. Und jetzt gucken wir uns mal an, für alle, die schon eine Pico haben, was da an Black Friday Software-Sales am Start ist. Guckt euch das mal an. Hier sind tatsächlich mehrere Titel bis zu 50% im Sale. Das wollte ich euch mal erzählen. Ich habe ja schon ein Video gemacht über alle Spiele, die es im Store gibt. Zumindest zu dem Zeitpunkt. Dann habe ich auch ein Video gemacht für die 10 Titel, die Anfänger eigentlich spielen sollten oder auch können, also Spiele, die für Anfänger geeignet sind. Und heute gibt es mal ein Sale-Video. Es sind natürlich auch viele Casual-Sachen dabei, aber ich versuche euch mal die besten Sachen rauszupicken, damit ihr wisst, was ihr ungefähr braucht. Also, 11 Assassin ist auch ein Oldie, genauso wie Gunpla. Swarm ist ganz süß, aber ein richtiger Knüller ist Minimoto Racing X. Das ist richtig geil, da könnt ihr mit 4 Leuten so im Kreis fahren mit den Autos, ja, und zwar in so einer Matchbox-Perspektive, dass ihr Autos ganz klein seht, aber man kann sich auch hinbeamen und dann fährt man eigentlich wie beim Mario Kart. Und es gibt auch ähnliche Racing-Geschichten, dass man sich da mit entsprechenden Items das Leben schwer oder besser machen kann. Ein richtig cooles Spiel, auch grafisch, technisch alles sehr schön geworden. Und es hat noch so einen Fußballmodus. Ja, man kann wie bei Rocket League, heißt das, genau, kann man da mit den Autos Fußball spielen. Absolute Empfehlung, 7,99, guter Preis. O-Shape hatte ich auch schon mal bei den Anfängerspielen empfohlen, ist ein super schönes Rhythmus-Game, mag ich sehr gerne, coole Musik, passt alles. Wenn ihr Bock habt auf einen Hero-Shooter, Lazanauts gibt es jetzt für 15 Euro und das ist ein Preis, dafür definitiv kann man das shoppen, ist ein schönes Ding. Red Matter, auf jeden Fall ein Klassiker, muss man gesehen haben. Ja, ich glaube, das hat noch keine Pico 4 Anpassung, also Achtung, aber die wird sicher kommen. Nachdem Red Matter 2 draußen ist, werden sie das auch mal anpassen. Red Matter 2 wird auch noch kommen und das wird die absolute Bombe aus der Pico, also zieht euch schon mal den ersten Teil rein. Dann The Tale of Honor kenne ich nicht. Warhammer 40k Battlesys, das hat mich nicht so abgeholt seinerzeit, aber für 9,99 ist das ein ganz cooles Ding. Against habe ich noch nicht gespielt. Resist habe ich gespielt auf der MetaQuest seinerzeit, auch ganz cool. Für 10 Euro, gute Empfehlung. The Last Labyrinth ist auch eher ein größeres Spiel, kenne ich aber auch nicht von eigenen Spielen her. Tsuro, The Game of Path, ist so ein kleines Puzzle-Game, das habe ich mal gespielt. Das ist ganz entspannt, das hat mir gefallen. Operation Warcade und Turing Cards könnt ihr weglassen, die sind nicht gut. Desem, ja, Desem wurde mir so oft empfohlen, das soll ich mal probieren, aber ich habe es noch nicht gemacht, ey, fürchterlich. Rainbow Reactor Fusion, das ist sogar von einem deutschen Entwickler, ja, dem Kalemax, den kennen wir sogar persönlich. Ich habe ihn hier sogar mal interviewt zu seinem PC-Original Rainbow Reactor. Rainbow Reactor Fusion kostet jetzt 6,99. Wenn ihr deutsche Entwickler unterstützen wollt, dann macht das mal gerne. Das ist so ein physikalisches Puzzle-Game, ja? So eine Art Match-3, was man wirft. Sehr nette Geschichte, könnt ihr euch mal angucken. Jupiter Great finde ich auch sehr, sehr geil. Hat so eine Game-Mechanik wie Windlands, ja, man Pömpel hangelt sich da durch die Gegend. Klingt bescheuert, aber es macht so viel Spaß, wenn man erstmal so im Flow ist. Sehr geiles Ding. Dann Ragged X, da kann ich jetzt leider nicht sehen, was der Preis ist, weil ich es selber gekauft habe. Aber auf jeden Fall das beste Game der Welt. Und Striped, achso, Real Fishing VR ist auch 11,99. Ich bin nun selber nicht so der Angler, aber alle Leute, die ich kenne, schwören darauf. Also zugreifen. Striped ist auch sehr, sehr geil. So ein Parkour-Game kann ich auch sehr empfehlen.
Über Star Shaman muss ich ein bisschen schmunzeln. Ja. Arizona Sunshine für saftige 23,99 immer noch geil. Ja, Arizona Sunshine, ich weiß auch nicht, irgendwie hatte das was. Ist jetzt schon älter, aber würde ich immer noch sehr empfehlen, besonders wenn es günstig ist. Und was in jede Sammlung gehört, kein Scheiß, Demio. Demio ist einfach mal der Shit. Wie in den 80ern sitzt ihr im Keller und könnt so Tabletop-Rollenspiel machen. Es macht richtig Spaß. Das können 4 Leute gleichzeitig spielen. Es hat mittlerweile auch einen Versus-Modus und die haben das auf jeden Fall extrem erweitert. Es gab schon 4 DLCs mittlerweile. Super Ding. Also 23,99 sind da am besten auf der ganzen Welt angelegt, aber nimmt euch immer viel Zeit mit. Ne? Also so eine Demio-Session, die dauert schon mal 2-3 Stunden und es wird richtig knifflig. Fruchtlinie habe ich auch bei meinen Anfängervideos empfohlen. Ich liebe das Ding irgendwie. 8,99 kann man machen. Dragon Fist VR Kung Fu. Schöne Grüße an Piranha, der aus unserem Discord, der liebt das innig. Ich habe sogar ein Testvideo gemacht, könnt ihr mal hier gucken, ist ganz süß. Und ganz zum Schluss noch Support VR, würde ich euch ans Herz legen. Das ist halt sowieso der Shit, muss man gesehen haben. Ja, großartiges Spiel. Ihr seid in so einer Action-Situation und wenn ihr euch bewegt, dann bewegt sich auch die Zeit in der Welt weiter, also dann vergeht Zeit in der Welt und ihr werdet immer angegriffen und müsst euch überlegen, was mache ich jetzt als nächstes, welchen Gegner knöpfe ich mir vor, denn wenn ihr zu einem Gegenstand, zu einer Waffe greift oder so, dann bewegt ihr die Zeit weiter und die Gegner kommen mehr auf euch zu. Super Spielprinzip. Unfassbar fantastisch. Also hier ist vieles bei, vieles, was ich jetzt auch nicht erwähnt habe, aber unter Umständen ist euch da was aufgefallen. Wenn ihr noch Fragen zu dem einen oder anderen Spiel habt, dann schreibt mir das einfach. Wir können auch mal gucken, was hier demnächst kommt. Täglicher Rabatt. Premium Collection. Achso, es gibt auch noch so Collections, aber ja, die sind irgendwie ein bisschen random zusammengewürfelt. Star Schamane, Ark Arcade und Larcenauts in einem Package. Die haben nicht wirklich was miteinander zu tun. Schon ein bisschen schräg. Explore Now. Also das Ganze geht vom 19., das war schon, ja, bis zum 26. habt ihr noch Zeit dazu zu schlagen. Jetzt gucken wir mal, was es noch an Neuerscheinungen gab. Letztens Knock ist neu gekommen, Drop Dead ist jetzt da. Sirento VR, Untethered gibt es jetzt auch für die, wie witzig, ich muss sagen, es ist wirklich fast jeden Tag, wenn ich in den Store gucke, ist irgendwas Neues da. Also Sirento ist jetzt auch da, gab es auch schon für die MetaQuest. Und Beat Blaster, auch von Ivanovic Games, das war sogar ganz okayisch irgendwie, schwierig. Legendary Hunter, The Patcher. Das sieht sogar ganz interessant aus, muss ich mir auch mal angucken. Und Galactic Catch sind die neuen Neuerscheinungen. Und wie schon angekündigt, Red Matter 2 gibt es demnächst. Die Entwickler haben ja Twitter veröffentlicht, wo die Vergleiche zu MetaQuest sind. Sehr interessant, ja, was die da an mehr Grafikpower rauskitzeln aus dem Spiel. Und das sah eigentlich auf der MetaQuest schon unfassbar geil aus. So, Afterlife ist schon ewig angekündigt, Saints and Sinners auch. Ich hoffe, das kommt jetzt mal bald. Und Cave Digger 2. Schönen Gruß an Justin und den Dexter. So, das reicht erstmal für heute. Alright, ich hoffe, für euch war was dabei. Dann schreibt mir mal in die Kommentare, wenn ihr euch was holt. Falls ihr euch fragt, wo ihr denn eine Pico 4 herbekommt. Ich lasse euch natürlich unter diesem Video hier gerne Links zu meinen Händlern des Vertrauens. Das ist zum Beispiel Bestware. Und wenn ihr diesen Link klickt, das ist ein Affiliated-Link, dann bekomme ich sogar ein bisschen Prozente. Ja? Macht euch keine Sorgen, das kostet euch nichts. Vom Vertreiber kriege ich da irgendwie einen Euro. Und damit könnt ihr natürlich dann sogar noch den Kanal unterstützen. Ist das nicht was? Da haben wir alle was von. Bis dann, Mo von VR. Immer für euch da. Bye bye.